Der historische Jesus, Wirtschaft und die Anatomie der Ausbeutung. Die meisten Menschen stellen sich die Ära Jesu als eine rein spirituelle, mystische Atmosphäre vor. Sandalen, Bergpredigten, Wunder. Geschichten, die in einer fernen Vergangenheit spielen und sich ausschließlich um Religion und Moral drehen. Doch für die Menschen, die damals tatsächlich dort lebten, drehte sich der Alltag keineswegs um Theologie. Das Leben wurde primär durch Geld geprägt, genauer gesagt durch das Fehlen von Geld, also den nackten Kampf ums Überleben. Die Welt, in der Jesus als historische Figur seine Augen öffnete, war von einem der unbarmherzigsten und ungerechtesten Wirtschaftssysteme geprägt, die der antike Mittelmeerraum je gesehen hatte: Roms Ausbeutungsmaschinerie und Galiläa. Zu Beginn des 1. Jahrhunderts befand sich Judäa im Würgegriff des Römischen Reiches, der fortschrittlichsten Ausbeutungsmaschine, die die Welt je gesehen hatte. Rom eroberte ein Land nicht, um die dortigen Menschen zu beschützen oder sie in das Reich zu integrieren. Es hatte nur ein einziges Ziel: das Zentrum, also Rom selbst, zu finanzieren. Der Existenzgrund der Provinzen bestand darin, den Reichtum von außen in das Zentrum zu transferieren. Getreide, Silber und Arbeitskräfte flossen unaufhörlich von den Rändern des Imperiums direkt in das Herz Roms. Judäa war genau eine dieser ausgebeuteten Provinzen an der Peripherie. Dies ist ein entscheidender Punkt, denn Judäa war keine reiche Region. Es war weitgehend ländlich, agrarisch geprägt und extrem anfällig. Fast alle Menschen lebten vom Land, aber man darf sich darunter keine modernen Bauernhöfe vorstellen. Es handelte sich um winzige Parzellen, die gerade groß genug waren, um das nackte Überleben für den jeweiligen Tag zu sichern. Eine schlechte Ernte bedeutete also nicht, dass der Gewinn in jenem Jahr sank, sie bedeutete direkten Hunger, und wie Sie sich vorstellen können, war dies Rom völlig gleichgültig. Rom regierte diese Region über lokale Eliten und eigene Statthalter, also über eine Art Subunternehmersystem. Könige wie Herodes der Große saßen mit Roms Gnaden auf ihren Thronen. Als er starb, traten römische Statthalter wie Pontius Pilatus an seine Stelle. Die Aufgabe dieser Männer war es nicht, den Lebensstandard der Bevölkerung zu heben oder sie glücklich zu machen. Sie hatten nur einen Job: Aufstände zu verhindern, die Ordnung aufrechterhalten und dafür zu sorgen, dass die Steuereinnahmen reibungslos nach Rom flossen. Die Schuldenspirale und Entmachtung der Kleinbauern. Die Steuern waren das Rückgrat dieses Systems. Und hier wurde es richtig ungemütlich. Heute zahlen wir Steuern auf unser Einkommen, unsere Gewinne oder beim Konsum, richtig? In Judäa hingegen musste die Steuer gezahlt werden, völlig unabhängig davon, wie die Ernte ausgefallen war. Man zahlte Steuern, schlicht weil man existierte und atmete. Grundsteuern, Erntesteuern, Kopfsteuern, Durchgangssteuern auf Straßen und Märkten. Und als ob das nicht genug wäre, kamen topaktuell noch die religiösen Abgaben hinzu. Wer die Zahlung auch nur einen Tag verzögerte, hatte sofort die Konsequenzen vor der Haustür. Es gab kein Finanzamt, bei dem man Einspruch erheben konnte, und keine Gerichte für Umschuldungen. Zudem hatte Rom Steuereintreiber, Publikanen, als private Unternehmer mit der Eintreibung beauftragt. Diese Männer zahlten den Betrag vorab im Voraus an Rom und setzten den Menschen danach das Messer auf die Brust, um sowohl diese Kosten wieder einzutreiben, als auch ihren eigenen Gewinn zu maximieren. Korruption und Ausbeutung waren also kein Systemfehler, sondern das System selbst. Was tat man, wenn man die Steuer nicht zahlen konnte? Man machte Schulden. Schulden waren allgegenwärtig. Aber das waren keine Kredite im heutigen Sinne. Es gab keinen Insolvenzschutz, keine Umschuldung, keinen Vollstreckungsaufschub. Die Zinsen schossen in die Höhe und die einzige Sicherheit war das eigene Land. Ein einziges schlechtes Wetter, ein einziges unproduktives Jahr reichten aus, um eine Familie in eine lebenslange Abwärtsspirale zu stürzen. Das System funktionierte meistens so: Der Bauer sät seine Saat aus. Das Wetter spielt verrückt, die Ernte bricht ein. Doch der Steuertag ist da, ein Entkommen gibt es nicht. Der Bauer geht zu einem reichen Großgrundbesitzer oder einem Elitemitglied des Tempels und leiht sich Geld zu astronomischen Zinsen. Selbst wenn die Ernte im nächsten Jahr gut ausfällt, reicht sie gerade so zum Überleben. Die Schulden bleiben bestehen. Am Ende wird das Land beschlagnahmt. Der Bauer wird vom Eigentümer zum Pächter oder Halbpächter auf dem Land, das gestern noch ihm gehörte. Oder noch schlimmer: Er endet als Tagelöhner, der für ein Stück Brot schuftet, und wird vom System völlig zerrieben. Das war kein Zufall, sondern das bewusste Design des Systems.
Mit der Zeit verschwanden die kleinen Felder, riesige Latifundien entstanden und das Land konzentrierte sich in den Händen weniger. Während sich der Reichtum in den Händen einer Handvoll Eliten ansammelte, die sich auf Rom und die Tempelverwaltung stützten, versank die Mehrheit der Bevölkerung im Elend. Die Wirtschaft produzierte nicht nur Armut, sie reproduzierte sie jeden Tag aufs Neue. Das Tragische daran war, dass es kein soziales Netz gab. Wenn man sein Land verlor, war es vorbei. Es gab kein Arbeitslosengeld, keine Sozialhilfe, keine Zuflucht. Die einzige Absicherung war die Familie. Die Hilfe der Nachbarn funktionierte nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn alle gleichzeitig am Boden waren, kehrte das System einem den Rücken zu. Das Land zu verlieren bedeutete nicht nur sein Geld zu verlieren, es bedeutete den Verlust von Würde, Identität und Familie. Eine Dürre oder eine einzige unbezahlte Rechnung konnten die Zukunft einer ganzen Generation zerstören. Die wahre Bedeutung der Predigten. Genau das war die Welt, in der Jesus geboren wurde. Und das müssen wir ganz deutlich unterstreichen. Die Menschen waren nicht arm, weil sie faul, unfähig oder unmoralisch waren. Sie waren arm, weil das System es verlangte, dass sie arm blieben. Rom brauchte Geld, die lokalen Eliten brauchten Pachtzahlungen und der Tempel brauchte Einnahmen. Und diese gesamte Last lag auf den Schultern der Ärmsten, die sich keinerlei Fehler erlauben durften. Diese Situation erzeugte verständlicherweise eine enorme Spannung. Judäa war kein friedlicher, ruhiger Ort. Es war ein Pulverfass, das jeden Moment explodieren konnte. An jeder Ecke flammten kleinere Aufstände auf. Das Banditentum griff um sich. Doch dieses Banditentum war nicht bloß gewöhnliche Kriminalität, es war der Schrei wirtschaftlicher Verzweiflung. Es entstanden Bewegungen, die den Menschen Rettung, Gerechtigkeit und die Umkehrung dieser ungerechten Ordnung versprachen. Messianische Bewegungen entstanden nicht aus einer Laune heraus, sie wurden aus dem Zusammenbruch des Systems geboren. Hier liegt der größte Punkt, den wir heute bei der Betrachtung von historischen Filmen oder Büchern übersehen. Wenn die Menschen in Jesu Bergpredigt Sätze über den Erlass von Schulden, Freiheit, Gerechtigkeit und die Umkehrung der bestehenden Ordnung hörten, verstanden sie diese Worte keineswegs als rein spirituelle Metaphern. Für sie bedeuteten diese Begriffe ganz direkt den Kampf ums wirtschaftliche Überleben. Wenn von den Armen die Rede war, dachten sie nicht an ein abstraktes Gefühl von Mitleid. Sie selbst waren die Armen, ihre Nachbarn, ihre Geschwister. In jener Welt bedeutete das Wort Vergebung oder Erlösung nicht nur seelische Erleichterung, sondern die Streichung von Schulden, das Zurücksetzen der Konten und das Entkommen aus dieser Sklavenspirale. Doch in diesem System war ein Entkommen nahezu unmöglich. Rom hatte keine humane, sondern eine rein effizient funktionierende Maschine entworfen. Sie pumpte den Reichtum mit enormer Stabilität von der Basis an die Spitze. Solange die Ordnung aufrechterhalten wurde und das Geld floss, war das Leid der Bevölkerung Rom völlig egal. Das war der Grund für die stickige, erdrückende Atmosphäre in Judäa. Die Menschen arbeiteten härter, versanken aber immer tiefer im Ruin. Eine wachsende Wirtschaft hielt nicht die Boote aller über Wasser, im Gegenteil, sie ließ 1 oder 2 Luxusjachten schwimmen, während sie alle anderen kleinen Boote versenkte. Und um ehrlich zu sein, jeder wusste, was vorging. Niemand glaubte mehr an die Illusion. Wenn ich nur hart genug arbeite, werde ich es schaffen. Sie hielten nur noch durch, bauten im Stillen Wut auf und hofften auf etwas, das diesen Teufelskreis durchbrechen würde. Genau aus diesem Grund werden Selbstworte gefährlich, wenn das System so extrem unter Spannung steht. Ein kleiner Funke fühlt sich an wie eine Revolution. Als Jesus auf die Plätze trat und zu sprechen begann, war der wirtschaftliche Druck bereits unerträglich. Die Zuhörer waren bereit, die tektonischen Platten waren verschoben, Wut und Verzweiflung hatten den Höhepunkt erreicht. Diese wirtschaftliche Lage war also nicht das Dekor oder der Hintergrund der Geschichte, sie war der Motor selbst. Der Tempel, heiliges Zentrum oder Finanzgigant. Doch welche Rolle spielte jene große Institution, von der eigentlich jeder erwartete, dass sie die Menschen schützen würde? Natürlich der Tempel. Wenn wir heute an den Tempel in Jerusalem denken, sehen wir meist nur eine religiöse Stätte vor uns. Ein spirituelles Zentrum, in dem gebetet und geopfert wird. Doch wirtschaftlich betrachtet war der Tempel zu jener Zeit das größte und mächtigste Finanzinstitut der Region, quasi die Zentralbank.
Er verwaltete nicht nur den Glauben, sondern kontrollierte einen gigantischen Geldfluss. Der Tempel stand im Zentrum einer sehr vielschichtigen Struktur. Ja, in einer Hinsicht war er heilig, das Haus Gottes. In anderer Hinsicht war er eine Schatzkammer, eine Bank, ein Finanzamt und ein Gericht. Und diese beiden Seiten ließen sich unmöglich voneinander trennen. Jeder erwachsene jüdische Mann war verpflichtet, jährlich die Tempelsteuer zu entrichten. Da gab es kein „Gib, was dein Herz dir sagt“. Es war Pflicht. Zudem durfte diese Steuer nicht in jeder beliebigen Währung bezahlt werden. Es war zwingend erforderlich, sie in einer speziellen Silbermünze zu entrichten, dem tyrischen Schekel, da dieser den höchsten und verlässlichsten Silbergehalt aufwies. Man konnte die Steuer weder in römischer Währung noch in lokalen Münzen bezahlen. Was bedeutete das? Jeder, der dorthin kam, musste sein Geld wechseln. Hier kamen die Geldwechsler ins Spiel. Und sie taten dies nicht aus Nächstenliebe. Es wurden saftige Kommissionen und Gebühren verlangt. Das Geld der Pilger, die aus aller Welt zu den Festen nach Jerusalem strömten, wurde hier umgetauscht, und die Opfertiere, Tauben, Lämmer, Rinder, wurden zu völlig überhöhten, vom Tempel autorisierten Preisen verkauft. Wenn man sehr arm war, kaufte man vielleicht eine Taube, um irgendwie davonzukommen, aber man musste das Geld dennoch ins System einspeisen. Die Religion linderte die schwere Steuerlast Roms also keineswegs. Im Gegenteil, sie setzte noch eins obendrauf. Das Tragischste daran war, die Tempeleliten und die römische Verwaltung machten hinter verschlossenen Türen gemeinsame Sache. Die Hohenpriester wurden nicht wegen ihrer Frömmigkeit, ihrer spirituellen Eignung oder der Liebe des Volkes gewählt. Sie wurden direkt von Rom ernannt und eingesetzt. Denn für Rom war Stabilität wichtiger als Gerechtigkeit und Kooperation wichtiger als alles andere. Das Ergebnis? Diese Institution, die im Namen der Religion moralische Autorität über das Volk ausübte, war in Wirklichkeit einer der größten Profiteure und Partner eben jenes Ausbeutungssystems, das die Menschen verarmen ließ. Dies baute im Inneren eine Mauer aus enormer Heuchelei auf. Auf der Kanzel wurden Heiligkeit, Vergebung und Aufrichtigkeit gepredigt, während in der Praxis die Schuldenspirale, die Ungleichheit und die Enteignung befeuert wurden. Um Gott nahe zu kommen, musste man den Geldbeutel öffnen. Um rein gewaschen zu werden, brauchte es eine Gabe. Für die Vergebung ein Opfer, und für das Opfer brauchte man Geld. Wer kein Geld hatte, war auf Almosen angewiesen, aber Almosen waren nur ein temporäres Pflaster. Sie brachten weder das verlorene Land zurück, noch löschten sie die angehäuften Schulden. Das Volk war nicht dumm, es durchschaute das Ganze. Als das 1. Jahrhundert voranschritt, hatte sich im Stillen ein gewaltiger Hass gegen die Tempelaristokratie angestaut. Dieser Hass richtete sich nicht gegen den Glauben oder die Religion an sich, sondern gegen die Heuchelei, die sich hinter der Religion versteckte, und gegen das Ausbeutungssystem der Eliten, die Tische umstürzen. Ein wirtschaftlicher Aufbegehren Jesus wurde mitten in diese Realität hineingeboren und sprach direkt in dieses Zahnrad hinein, anstatt leere Reden von außen zu schwingen. Wenn er vom Erlass der Schulden sprach, verstand das Volk dies sofort im praktischen Sinne. Wenn er Freiheit sagte, spürten sie, wie die Peitsche auf ihren Rücken nachließ. Wenn er von den Armen sprach, dachte niemand an eine ferne Hilfskampagne. Sie dachten an sich selbst. Und wenn er vom Reich Gottes sprach, hörten sie die Hoffnung, dass diese ungerechte Weltordnung gestürzt und ein neues, gerechtes System errichtet werden würde. Das war das Geheimnis, warum seine Worte so großen Widerhall fanden. Doch wie wir wissen, reicht Reden allein nicht aus, um ein System zu erschüttern. Was die Machthaber zum Handeln zwingt, ist die Tat. Jesus zog nicht los, um die römische Armee anzugreifen. Das wäre Selbstmord gewesen. Stattdessen erschütterte er die Legitimität des Systems, also sein moralisches Fundament. Er definierte neu, was wertvoll war. Er stellte in Frage, wer wirklich Autorität besitzen sollte. Er riss der römischen Ausbeutung und der Mitschuld des Tempels die moralische Maske vom Gesicht. Warum, glauben Sie, ist seine Lehre voll von wirtschaftlicher Terminologie? Schulden, Löhne, Arbeiter im Weinberg, Gläubiger, Verwalter, Herren, Sklaven. Das waren keine zufällig gewählten metaphorischen Ausschmückungen. Es war exakt die Realität, die die Menschen jeden Tag erlebten. Er hielt allen die Ungleichheit schonungslos vor Augen. Und schließlich kam jene berühmte, alles verändernde Aktion, die Tempelreinigung. Als Jesus hineinging und die Tische der Geldwechsler und die Verkaufsstände der Händler umwarf, war das nicht bloß ein religiöser Wutausbruch. Es war ein direkter wirtschaftlicher Angriff. Jesus griff nicht das Gebet der Menschen an.
Er griff jenes Ausbeutungsrad an, das den Glauben in Profit und den heiligen Raum in ein Geschäftszentrum verwandelte. Als er den Ort eine Räuberhöhle nannte, rebellierte er nicht gegen das Geld an sich, sondern dagegen, dass die Ausbeutung den Platz der Gerechtigkeit eingenommen hatte. Dieser Schritt brachte das Fass endgültig zum Überlaufen. Rom war darauf bedacht, dass Gewinne erwirtschaftet wurden. Man tolerierte Philosophen, Lehrer und sogar kleinere Kritiken. Aber es gab eine Sache, die absolut unentschuldbar war: Instabilität, sprich die Störung der öffentlichen Ordnung. Die Tempelverwalter wussten ganz genau, dass während des Passafestes, wenn Jerusalem voller Pilger war, der kleinste Funke zu einem riesigen Aufstand führen konnte. Große Menschenmengen plus Wut ergaben unweigerlich eine Revolution. In ihren Augen war Jesus kein einfacher Wanderprediger mehr. Er war ein gefährlicher Aufwiegler, der den Geldfluss blockierte und ihre Autorität erschütterte. Er bedrohte jene sensible Balance, die sie im Amt hielt und Rom zufriedenstellte. Hier liegt der springende Punkt. Dieser Konflikt war kein rein theologischer Religionsstreit, er war ein handfester wirtschaftlicher und politischer Machtkampf. Das System konnte Leid ertragen, es konnte Armut ertragen, aber was es nicht ertragen konnte, war, dass die Menschen anfingen zu fragen: Warum erleiden wir dieses Leid überhaupt? Ist das wirklich unser Schicksal? Denn in dem Moment, in dem die Massen aufhören, Schulden als gottgegebenes Schicksal zu betrachten, wird es unmöglich, die Ausbeutung aufrechterhaltbar zu machen. Die große Zerstörung und die Folgen Judäa war nun endgültig ein Schnellkochtopf kurz vor der Explosion. Steuern, verlorenes Land, rasant wachsende Schulden, religiöse Ausbeutung und politischer Druck liefen an einem einzigen Punkt zusammen. Ein Aufstand war keine Frage des Ob mehr, sondern des Wann, und Rom antwortete, wie es immer antwortete, mit brutaler, blutiger Härte. Die Zeit nach Jesus brachte keine Milderung des Systems, sondern im Gegenteil eine Verschärfung. Kaum eine Generation später brach in Judäa das Chaos aus. Im Jahr 66 nach Christus begann ein riesiger Volksaufstand gegen Rom. Im Jahr 70 nach Christus hatte die römische Armee Jerusalem bereits umstellt. Der riesige Tempel, das Herz des jüdischen Lebens, wurde so zerstört, dass kein Stein auf dem anderen blieb. Die Schatzkammer wurde geplündert, die Priesterklasse von der Landkarte getilgt. Hunderttausende Menschen wurden niedergemetzelt oder in die Sklaverei verkauft. Rom schlug nicht nur den Aufstand nieder, es riss jede Infrastruktur nieder, die Keimzelle für zukünftigen Widerstand hätte sein können. Es schrieb die Regeln der Kontrolle mit eiserner Hand neu. Das Detail, das die meisten Menschen übersehen, liegt genau hier. Die Zerstörung des Tempels beendete die Ausbeutung nicht. Sie institutionalisierte sie nur noch weiter. Die römischen Steuern wurden noch drückender. Die Großgrundbesitzer verschlangen die kleinen Bauern nun vollends. Das Schuldensystem verschwand nicht, es wurde lediglich bürokratischer, kälter und unerbittlicher. Die alten moralischen Rechtfertigungen waren kollabiert, aber die physische Peitsche auf den Rücken blieb bestehen. Kurzfristig betrachtet hatte Rom diesen Krieg klar, grausam und sehr effektiv gewonnen. Aber ein Land mit militärischer Gewalt zu besetzen, ist nicht dasselbe wie die Geschichte der Rechtmäßigkeit in den Köpfen der Menschen zu kontrollieren. Jesus stand nicht an der Spitze einer Armee, er hatte keine Steuerreform versprochen und versuchte nicht Rom zu stürzen, um einen eigenen Staat zu gründen. Genau deshalb lässt sich sein Einfluss nicht an Regimewechseln messen. Was er fundamental erschütterte und zerstörte, waren nicht die Legionen Roms, sondern jene moralische Logik, die die Ausbeutung als normal, unvermeidlich und gottgewollt darstellte. Indem er erklärte, dass Schulden zu haben kein moralisches Verbrechen oder Makel sei, indem er einen Weg der Vergebung abseits dieses monetären Mechanismus im Tempel eröffnete und indem er die Armen nicht als Abfall des Systems, sondern als das eigentliche Zentrum der Welt deklarierte, zerstörte er etwas, worauf Rom noch mehr vertraute als auf seine Legionen: die Legitimität. Imperien halten physischem Schmerz stand. Aber in dem Moment, in dem die Menschen aufhören zu glauben, dass dieser Schmerz gerecht und notwendig ist, beginnt das System von innen heraus zu verfaulen. Nach der Zerstörung des Tempels verschwand jenes gigantische Ausbeutungssystem, das Jesus kritisiert hatte, zwar nicht, aber seine fundamentale Kritik verstummte nie wieder. In den folgenden Jahren bildeten sich mitten im Herzen des Imperiums kleine Gemeinschaften, die nach völlig anderen Regeln lebten.
Diese Menschen teilten ihre Ressourcen, erließen sich untereinander die Schulden und unterstützten sich gegenseitig materiell. Sie bezogen ihre Stärke nicht aus Landbesitz, Abstammung oder Status, sondern aus einem gemeinsamen Glauben. Das waren vielleicht keine bewaffneten Revolutionen, aber es war ein paralleler Weg zu leben, ohne sich der Logik der Ausbeutung des Systems zu unterwerfen. Rom zerschlug bewaffnete Aufstände an einem Tag, aber diese Art von Herausforderung konnte es nicht beenden. Denn um diese Idee zu vernichten, gab es keinen Tempel, den man niederreißen, keine Schatzkammer, die man plündern und keine Festung, die man belagern konnte. Diese Idee reiste mit den Menschen, verbreitete sich unter Druck und blieb trotz aller Verluste bestehen. Und im Laufe der Zeit ereignete sich einer dieser unerwarteten Brüche der Geschichte. Rom erlangte die absolute Kontrolle über die Wahrnehmung von Macht und Schuld nie wieder zurück. Im 4. Jahrhundert war das riesige Imperium weit davon entfernt, diese Philosophie vernichtet zu haben, gezwungen, sie offiziell zu integrieren, sprich das Christentum als Staatsreligion anzunehmen. Indem die oberste Macht dies tat, gestand sie letztlich ein: Autorität lässt sich nicht ewig mit purer Gewalt und dem Schwert aufrechterhalten. Selbst die tyrannischste Macht benötigt in den Augen der Massen ein moralisches Guthaben, eine Legitimität, die Lehre der Geschichte. Die Ökonomie der Ära Jesu flüstert uns eine Wahrheit zu, die selbst heute noch gilt und mit der man sich nur schwer konfrontiert sieht. Systeme brechen nicht an einem Tag zusammen, bloß weil sie ungerecht sind. Systeme kollabieren dann, wenn die Geschichten, die sie rechtfertigen und diese Ungerechtigkeit als normal verkaufen, keine Abnehmer mehr finden. Rom hatte die Ausbeutung und das Steuereintreiben perfektioniert, aber es verlor jene moralische Festung, die seine Herrschaft als Naturgesetz vermarktete, ein für allemal, und es konnte dieses Leck nie wieder schließen. Die Wahrheit ist: Wirtschaftssysteme, die in moralische und heilige Narrative verpackt sind, sind extrem widerstandsfähig. Sie überstehen Krisen, besänftigen die Wut des Volkes und schlagen sogar Aufstände nieder. Doch es gibt einen einzigen Moment, den sie nicht überleben können. Jener Moment, in dem die Massen nicht mehr an diese Geschichte glauben und sagen: Der König ist nackt. Jener Wendepunkt, an dem die Menschen sich weigern zu akzeptieren, dass das erlittene Leid notwendig, verdient oder Teil einer gottgegebenen Ordnung ist. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.